Jetzt hat es gerade angefangen zu regnen, aber dieses Zelt, was ich heute dabei habe, das muss ich euch einfach zeigen. Moin aus Dänemark. Das sieht sehr lustig hier aus in der Kamera. Gehen wir mal zur Seite. Ich habe mir ein neues Zelt gekauft, mal wieder. Und das Ganze für 20 €. So, da sind wir wieder an meinem Lieblingsspot, wo wir Equipment testen. Heute habe ich ein super günstiges Zelt dabei. Wenn ich sage super günstig, bedeutet das, heute habe ich ein Zelt dabei, was 20 € kostet. Du hast richtig gehört. 20 €. Also, was für ein Zelt ist das? Kann das was? Wo habe ich es gefunden? Den Link gibt es natürlich in der Videobeschreibung. Aber ja, heute testen wir ein Zelt für 20 €. Ich habe schon mal so ein Video gemacht, wo ich günstiges Equipment aus aller Welt getestet habe. Seht ihr jetzt in der Infobox verlinkt. Damals das Zelt war 10 € wert. Es war ein Desaster. Ihr könnt es euch ansehen. Ich bin über Nacht geblieben in dem Zelt, musste um 1 Uhr nachts abbrechen, weil alles auseinandergerissen ist. Und gab auch ein bisschen Sturm. Schaut euch das Video an. Das war nicht erfolgreich, das kann ich nicht empfehlen. Aber dieses Zelt hat gute Bewertungen bekommen. Wiegt etwas über 1 Kilo. Ist ein 3-Season-Zelt. Das bedeutet Frühling, Sommer und Winter. Ja, und in unseren Breitengraden, ihr kennt meine Einstellung dazu, bedeutet eigentlich ein 3-Season-Zelt fast ein 4-Season-Zelt. Außer man hat jetzt vielleicht einen halben Meter Schnee oder so. Jedes Mal, wenn ich ein Video mache, setze ich mich kurz hin, gucke mir an, wie ist die Umgebung und schreibe ein bisschen darüber. Am Anfang war das nur eine Idee und jetzt mit der Zeit, naja, ich schreibe gerade ein Buch. Und jedes Mal, wenn ich hier unterwegs bin, schreibe ich ein bisschen mehr. Heute werde ich es im Zelt machen, da es gerade anfängt zu regnen. Dann würde ich sagen, wollen wir doch mal schauen, was in unserem 20 € Zelt drin ist. Also, Nummer 1, was ich schon mal sehr angenehm finde, ist, es hat einen Tragebeutel. Das haben zum Teil nicht 100 € Zelte, sondern die kommen einfach nur als Verpackung. Ein Tragebeutel, es ist wirklich super leicht. Man merkt aber, das Gestänge ist schon relativ groß. Das heißt, es passt natürlich in einen Wanderrucksack rein oder oben drauf. Aber das Gestänge an sich ist schon relativ lang. Aber hey, es hat Gestänge für 20 € Zelt. Also, das ist nicht schlecht. Wollen wir mal schauen, was hier drin ist. Also, wir haben Gestänge, von denen wir gesprochen haben. Und zwar, wollen wir mal schauen. Keinen Müll hinterlassen. Wollen wir mal schauen. Ne, es sind 2 Gestänge. 2 Gestänge, die eigentlich, ich muss gestehen, relativ hochwertig aussehen oder so aussehen wie so ein Mittelpreiszelt auf Amazon. Also da kann man erstmal noch keine Qualitätsmängel feststellen. Ja, also da kann ich erstmal noch nichts bemängeln. So, haben wir es zusammen auseinandergefaltet. Was ist hier noch drin? Das Zelt, hoffe ich mal. Ja, okay. Also das nutze ich kurz als Mülleimer. So, gut, was haben wir hier drin? Wir haben ein Zelt. Okay, Schritt 1, die Heringe. Ist eine Frechheit, das einen Hering zu nennen, aber naja, wir sind günstig unterwegs, das heißt, wir sind auch leicht unterwegs. Das bedeutet, wir haben 4 Heringe drin. Das heißt, das Zelt kann man nicht abspannen, man kann es nur in den Boden, im Boden befestigen. Und wir schauen uns gleich an, wie das funktioniert. Haben wir natürlich eine kleine Aufbauanleitung. Das bedeutet, ja, also im Grunde genommen, das kann nicht so schwer sein, das aufzubauen. Also man soll das Zelt ausbreiten auf dem Boden. Dann die Stangen einführen. Dann Schlaufen befestigen, also vom Zelt an den Stangen. Stangen dann in die Ecken reinstecken und dann den Regenschutz oben über die Mitte rüber machen. Okay? Was ist das hier noch?
Das ist aus irgendeinem nicht erklärbaren Grund genau das gleiche nochmal. Okay. Kommt das erstmal zur Seite, das brauchen wir nicht. Dann haben wir, wie gesagt, hier einen Regenschutz für die Mitte, also fürs Dach sozusagen in dem Sinne, da das Dach aus einem Mesh besteht. Und dann ist das hier das Zelt. Es handelt sich hierbei um ein einwandiges Zelt. Viele von euch wissen, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man schwitzt in der Nacht und das Wasser dann an den Innenwänden runterläuft, ist das nicht so schön. Aber hey, wir reden von einem Zelt, was 20 Euro kostet und schon viel professioneller aussieht als das Zelt für 10 Euro damals. Wollen wir das jetzt mal aufbauen. So wie immer. Ich mache immer den Eingang erstmal zu. Gerade weil es regnet. Dann würde ich vorschlagen, stecken wir die Stangen einmal durch. Erstmal von der einen Seite. So. Mal gucken, was geht oben drüber, was geht unten drunter. Ich glaube, es gibt hier keine Anmerkung vom Zelt. So, das Zelt steht. Jetzt wollen wir hier oben noch einmal das befestigen. Und dann, wie angemerkt, hier oben ist ein einfaches Mesh eingebaut. Das wollen wir jetzt natürlich abdecken. Dazu haben wir hier ein einfaches Polyester-Regenschutz, den wir hier an den Seiten einhängen können. Mit elastischen Bändern, um es zu fixieren. So. Okay. So wie immer habe ich natürlich eine Axt dabei, falls es schwierig ist, die Heringe reinzubekommen. Dann wollen wir hier einmal aufmachen und schauen, wie es von drinnen aussieht. Okay, kann man das irgendwie hochrollen? Ja, kann man, sehr schön. Das heißt, wir rollen es einmal hoch. Es hat ein bisschen aufgehört zu regnen. So. Wie machen wir das hier? Wir werden hier mal einen dicken Knoten reinmachen. Einen doppelten vielleicht. So. Und dann können wir ihn einfach hochrollen und einfach durch die Schlaufe durchziehen. Sehr gut. So, machen wir es gleich auf der anderen Seite auch. Wir rollen das Ganze hoch. Machen hier einen doppelten Knoten rein. So. Und nochmal. Hervorragend. Das heißt, wir haben hier zwar ein einwandiges Zelt, allerdings ist der Eingang doppelwandig, was sehr angenehm ist. So, wir haben einen Regenschutz und gleichzeitig ein Fliegengitter unten drunter. Der Regenschutz, der lässt sich in der Mitte zusippen, unten aber nicht. Das heißt, eine Art Belüftung findet immer noch statt. Der Fliegenschutz, selbstverständlich, den kann man noch unten zusammensippen. Machen wir den auch mal auf. So. Und falten uns den auch einmal zusammen hier. So. Wie machen wir das denn jetzt? Das können wir erstmal nur einfach so an der Seite hier ran machen. So. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. Falsche Richtung aufgerollt. Wir wollen es ja nach innen aufrollen, damit es einfacher oben bleibt. Und auch hier einfach nur ein-, zweimal rumwickeln, soll nur provisorisch sein erstmal. So, das ist das Zelt. Klein, aber fein, würde ich sagen. Und ich muss sagen, also für 20 Euro bisher, wow, was ich sehe. Bin ich sehr begeistert von. Schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Also wie funktioniert das System? So wie ich immer einen kleinen Workflow mache, das ist ganz einfach. Wir haben hier diese Mini-Heringe, die hier, und dann wird einfach die Stange reingesteckt.
Die Befestigung erfolgt durch einen Einschubkanal. Und oben haben wir, wie gesagt, eine Schlaufe, wo das Dach an den Stangen befestigt wird. Und da haben wir zwei Fliegengitter, um noch mehr Lüftung zu sorgen. Jetzt hängen wir hier wieder rein. Jetzt wollen wir uns das Ganze mal von innen angucken. Innen haben wir ein Zelt, welches orange ist aus irgendeinem Grund. Es ist sehr hell hier drin, aber so ist das halt eben. Und hier ist eine erste Fliege drin, aber ich habe auch die Tür offen. Naja gut. Also, was haben wir hier Schönes? Okay, was fällt sofort auf? Es gibt keine Taschen in dem Sinne. Nee. Es gibt keine Taschen, wo man ein iPhone reinlegen kann oder so. Oder eben Schlüssel etc. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, für den Preis ist das vielleicht auch egal. So, dann würde ich vorschlagen, darf natürlich ein Größentest nicht fehlen. Also, nicht vergessen, ich bin 2,7 Meter groß. Das heißt, alles, was klein aussieht, ist vielleicht nicht ganz so klein in echt. Also, wenn ich mich hinten dran lege, komplett, naja, dann sind die Füße halt draußen. Okay, das bedeutet, das Zelt ist, glaube ich, 1,95 Meter lang oder so. Das heißt, das kann natürlich nicht passen. Aber hey, wir testen hier ein Zelt für 20 Euro. Was erwarten wir? Wollen wir mal gucken, wenn ich mich jetzt hier irgendwie seitlich reinlegen würde, auf einer Isomatte, die 1,90 breit lang ist. Ah, das geht schon klar. Das ist schon in Ordnung. Man hat hier viel Zelt. Also viel Platz im Zelt, wo man was hinlegen kann. Und ein paar Nachteile gibt es natürlich. Ich sehe das hier irgendwie, weil man das Zelt nicht abspannen kann. Hier drüben. Naja. Da es das erste Mal ist mit so einem Mechanismus, mit einer Doppeltür, wollen wir uns das Ganze mal von innen anschauen, wie denn das Ganze aussehen würde, wenn wir hier zumachen. So, dann wollen wir uns mal hier wieder lösen. Einmal und zweimal. Das lässt sich relativ einfach machen. Dann wollen wir hier zusippen. So, okay. Das heißt, hier unten haben wir auch noch einen Zipper, wie angedeutet, oder 2 Stück sogar. Das heißt, wir können eigentlich komplett rüber sippen. Einmal und zweimal. Okay, also das bedeutet, das ist eine Option. Jetzt ist hier die Tür ein bisschen zugegangen. Geh doch mal zur Seite. Das ist also eine Option. Okay, das ist eigentlich ganz schön, muss ich gestehen. Das verleiht so ein bisschen die Idee, dass es doppelwandig wäre. Ist es aber nicht. Okay, und das bedeutet jetzt im Umkehrschluss natürlich auch, wenn ich jetzt hier wieder aufmache und die Seite auch losmache. So. Und hier in der Mitte den Regenschutz zumache in dem Sinne. Okay. Dann ist dieser Regenschutz, der geht nur in der Mitte runter. Das heißt, er hat unten nichts zum Festmachen. Das heißt, damit ich Regenschutz habe, muss ich zwangsläufig das Fliegengitter runter machen. So. Damit eben die Bodenplane mit hochgehoben wird. So und so. Das wollen wir uns einmal anschauen. Das bedeutet, die Bodenplane, die eben auch natürlich wasserdicht ist, die wird hochgehoben vom Fliegengitter. Und dann haben wir hier die Außenplane, die von außen, also unten nicht befestigt wird und damit einen Hohlraum bietet. Und dadurch haben wir hier ein bisschen Belüftung, was sehr angenehm ist. Dann haben wir natürlich da oben Belüftung, was auch unbedingt benötigt wird, weil sonst ist das ja ein Gewächshaus hier drin. Also im Grunde genommen, für wen ist das Zelt? Auf jeden Fall für Menschen, die sagen, sie wollen jetzt mal kurz einen Campingurlaub machen oder die sagen, wir sind jetzt einfach mal das erste Mal das Camping testen, kann ich das Zelt super empfehlen. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher bei den Reißverschlüssen, wie lange die halten. Die fühlen sich schon günstig an, sagen wir es mal so. Aber das ganze Zelt ist ja super günstig. Ist es nervig, dass man das Zelt vielleicht nicht abspannen kann? Ja, das ist nervig. Aber im Großen und Ganzen haben wir unten eine sehr solide Plane, auf der wir schlafen. Diese Plane geht
gut 10 cm hoch. Und dann haben wir eben die Polyesterplane für den Regenschutz, die oben drüber ist. Kleiner Nachtrag, hier haben wir nochmal die Heringe. Wir sehen, 3 davon sind gut in Form. Einer davon, dem hat es ganz schön angetan. Das bedeutet, ja, die Heringe sind nicht beste Qualität, aber wenn man ein kleines bisschen vorsichtig ist, dann passt das schon. Und deswegen würde ich sagen, dieses Zelt kann man definitiv mal testen, wenn es darum geht, man möchte leicht unterwegs sein. Wie gesagt, ein bisschen über 1 Kilo wiegt das Ganze. 20 Euro. Man zahlt so, ich glaube, es waren 7 Euro Versand. Also 27 Euro insgesamt. 4 Heringe sind dabei, 2 Stangen, 1 Zelt. Kann man erstmal nicht meckern. Kann es mithalten mit richtig teuren Zelten? Natürlich nicht. Aber es ist ja gar nicht der Plan hier. Alle Nähte sehen aus, als wenn sie gut durchdacht wären. Also wenn wir uns die Nähte angucken, alle Nähte sehen so aus, als wenn die hochwertig sind. Sie sind doppelt genäht und von innen versiegelt. Das bedeutet eigentlich, dass das Ganze wasserdicht ist. Und das sagt natürlich auch die Beschreibung, aber wir machen natürlich den Test hier. Ja, also eigentlich, die Ecken sehen wir sind doppelt und dreifach vernäht. Und deswegen würde ich denken, dass wir hier ein relativ grundsolides Budgetzelt haben für den Anfänger oder für den, der nur ab und zu mal campen geht. So, heute beenden wir das Video ein kleines bisschen anders. Ich baue jetzt das Zelt ab. Und danach erzähle ich dir ein kleines bisschen einen Teaser, worum es in meinem Buch geht. Das heißt, wenn du nur für das Zeltreview hier warst, dann danke ich dir vielmals. Lass doch einen Kommentar da oder abonniere meinen Kanal. Sollte es dich interessieren, was ich immer für Sachen aufschreibe, wenn ich hier in der Wildnis unterwegs bin und worum es in meinem Buch geht, dann bleib jetzt dabei, das erzähle ich dir nach dem Abbau. Naja gut, ich sag mal so, wie gut, dass es so einfach ist, auf und abzubauen. Ich habe nämlich vergessen, ein Foto für ein Thumbnail zu machen für YouTube. Das heißt, ich muss es wieder aufbauen, ein Foto machen, wieder abbauen. Dann erzähle ich dir von meinem Buch. Ja, ich schreibe ein Buch. Und zwar geht es darum, dass jedes Mal, wenn ich in der Natur jetzt unterwegs bin, ich mein Leben ganz anders wahrnehme. Soll bedeuten, unter freiem Himmel zu schlafen. Manchmal bin ich ja ohne Zelt unterwegs. Das heißt, im Winter gibt es ein Video von mir, wo ich nur im Tarp unterwegs bin, bei Minusgraden, noch einem Wildschwein begegne. Das Video kann ich euch auch jetzt hier oben verlinken. Und bei solchen Begegnungen, ja, kommen neue Emotionen auf. Man denkt über andere Dinge nach. Man schaut sich andere Dinge aus einem anderen Blickwinkel an. Und aus diesen ganzen Ideen ist die Idee entstanden, warum schreibe ich darüber nicht ein Buch? Und zwar ganz in dem Sinne offline. Keine sozialen Medien, es wird kein E-Book dazu geben. Es wird das als Hardcover geben, das bedeutet als gebundene Variante oder als Taschenbuch. Und dann schauen wir mal. Erstmal nur für mich, Familie und Freunde. Und wenn das einigermaßen gut ankommt, auch für euch. Oder ihr schreibt mir jetzt in die Kommentare, ihr müsst es unbedingt lesen, was ich schreibe. Dann werde ich euch auch eins zukommen lassen, je nachdem, wann ich damit fertig bin. Also worum geht es? Es geht um eine Sache, die in unserer deutschen Kultur gar nicht so populär ist, und zwar, dass Männer über Emotionen reden. Und wenn du sagst, du willst jetzt abschalten, ja gut, dann schalte ab. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Nein, ich mache Spaß. Hoffentlich bleibst du dabei. Das ist nämlich ein sehr wichtiges Thema, finde ich. Und deswegen schreibe ich ein Buch und das nennt sich Das mit den Emotionen, das ist so eine Sache. Die ersten paar Kapitel sind fertig. Ich bin natürlich noch am Feintunen. Und dabei geht es wirklich darum, wie
Emotionen und auch wie die Natur, wo wir jetzt unterwegs sind, wir sind ja alle im gleichen Boot, die das Video gucken, ihr geht ja wahrscheinlich auch gerne zelten. Also wie kann die Natur auch als Wunderwaffe eingesetzt werden für Depressionen, für Beziehungsschmerz, für andere Dinge. Und da finde ich, ist mein Ansatz genau der richtige. Ich als Mann erzähle euch oder erzähle dem Leser, was mich emotional bewegt in dieser Situation. Und dann habe ich dazu einzelne Experten kontaktiert, soll heißen Psychotherapeuten, Psychiater, Professoren der Psychologie, um eben zu sehen, welche Studien gibt es in dem Sinne bezüglich diesen verschiedenen Aspekten und kann man daraus vielleicht etwas lernen. So. Und das hat ja jetzt nichts mit diesem Billigzelt zu tun, aber ich möchte immer versuchen, in meine Videos ein bisschen Persönlichkeit mit einzubauen, sodass, wenn du alle meine Videos siehst, lernst du mich immer besser kennen oder die Thematiken, die mich beschäftigen. Und das soll es jetzt für heute gewesen sein. Ich danke dir, dass du heute wieder zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal.